Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute soll es erstmals um ein Mauspad gehen. Dornfinger hat mir netterweise für dieses Review das Firestarter zugeschickt. Ich arbeite seit längerer Zeit schon mit Dornfinger zusammen und habe für sie einige Shop-Fotos erstellt. Mit dem Firestarter hat Dornfinger das womöglich perfekte Pad für mich released. Es wird definitiv nichts für jeden Gamer sein. Aber die Spieler bzw. Spielerinnen, die ein schnelles Pad brauchen, für die könnte es das perfekte Pad sein. Das Firestarter wird in einer flachen Verpackung geliefert. Das hat den Vorteil, dass fast alle Pads, die gerollt ausgeliefert werden, teilweise Tage brauchen, um flach auf dem Tisch zu liegen oder nie komplett parallele Seiten haben. Auf der Vorderseite gibt es direkt einen kleinen Fühltest der smooth gewebten Oberfläche. Also lasst uns mal das Paket auspacken. In der Größe 500 x 500 mm bietet es ausreichend Platz für Low-Sense-Spieler. Die Unterseite besteht aus Silikon, das für nahezu perfekte Haftung am Tisch sorgt. Ihr könnt daran ziehen und schieben, wie ihr wollt, ohne massiven Kraftaufwand oder Anheben an der Ecke passiert da nichts. Die 3,8 mm Base des Firestarters ist X-Soft, was ich bei diesem Surface für eine sehr gute Wahl halte, denn trotz des wirklich schnellen Glides behält man durch die X-Soft Base genug Kontrolle für kontrolliertes Spielen. Das Pad gibt es in zwei Ausführungen, einmal als Lasercut ohne Naht und einmal mit Under Surface Stitching, das heißt die Naht liegt unterhalb des Pads. Das Surface ist smooth und wenn ich sage smooth, dann meine ich Baby Popo smooth. Die Maus gleitet unglaublich gut, fast ohne Reibung auf dem Mauspad. Ich nutze die Nifter Ghost Skates in Dot-Form auf fast all meinen Mäusen. Diese geben durch die wachsige Beschaffenheit nochmal ein Stück mehr Kontrolle. Wenn ich die Geschwindigkeit in Worte fassen müsste, fühlt sich das Firestarter wie die perfekte Balance aus Hybrid und Glaspad an. Die Geschwindigkeit von einem Glaspad mit der Kontrolle von einem Hybrid-Pad. Ein großes Manko für mich war aber ein Problem, das ich mit vielen Pads habe. Mein Gaming-Raum wird gerade im Sommer sehr schnell warm. Somit habe ich eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum und das beeinträchtigt das Pad. Ich dachte mir, hey, ich habe doch ein paar Armsleeves hier. Diese beugen zumindest die Feuchtigkeit am Unterarm vor und somit, dass ein Mauspad in Anführungszeichen kleben bleiben. Leider ist das Pad bzw. die Oberfläche des Pads meiner Erfahrung nach nicht für Sleeves geeignet, denn mit dem Sleeve habe ich mir auf den unteren 5 cm die Oberfläche des Pads aufgeraut. Ich habe Dornfinger gebeten, darauf in ihrem Shop hinzuweisen, nicht dass noch jemand diesen Fehler macht. Ich habe das Firestarter auch schon mehrmals an Leute empfohlen. Hier blende ich euch gerne mal Feedback von jemandem aus meiner Community ein, der sich das Pad auf meine Empfehlung gekauft hat. Ich habe vorher bereits einige Pads durchprobiert, aber das Destroyer und das Firestarter stechen definitiv raus aus der Menge. Das Destroyer war vorher mein Mainpad, aber seit ich das Firestarter habe, hat es meinen Tisch nicht mehr verlassen. Was ich besonders gut finde, ist die extrem stark haftende Unterfläche auf meinem Holztisch. Verschiebt sich das Pad gerade mal, wenn ich es mit beiden Händen absichtlich verschiebe. Die Oberfläche ist sehr einzigartig meiner Meinung nach. Sie hat eine gute Schnelligkeit und Beschleunigung, ohne dabei aber die Kontrolle zu verlieren. Das macht meiner Meinung nach das Firestarter auch sehr besonders und man sollte es, falls man die Möglichkeit hat, definitiv selber probieren. Für rund 50 € bekommt ihr ein qualitativ sehr hochwertiges Pad, das, wenn ihr auf der Suche nach einem wirklich schnellen Pad mit genug Kontrolle seid, ihr definitiv mit happy werdet. Für meine Sense mit 93 cm Mausbewegung, um mich um 360 Grad in-game zu drehen, bietet es die perfekte Geschwindigkeit mit noch genügend Kontrolle. Ich habe euch natürlich dieses Mauspad und Alternativen unten in der Infobox verlinkt. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt, drückt gerne das Däumchen und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video.